Spotify tötet. Okay, Moment. Was? Es hieß mal, das Zeitalter der Superstars ist vorbei. Es hieß Michael Jackson, Madonna, Backstreet Boys und die Spice Girls. Das waren die allerletzten großen Mega-Acts, gestützt von Major-Labeln, TV-Sendern und Medienkonzernen. Nach dem digitalen Wandel sollte hingegen das Zeitalter der Nische beginnen. Die Subkulturen sollten blühen, wenn kleine Bands und Künstlerinnen über das Internet ein großes Publikum finden. Und Spotify und die anderen Streamingdienste, die rühmen sich auch gerne damit, für genau diese vielen kleinen Acts ein Bezahlmodell geschaffen zu haben, von dem sich leben lässt. Doch die Wahrheit schaut leider ganz anders aus. Heute müssen wir sagen, Spotify tötet die Subkultur. Streamingdienste killen die Vielfalt in der Musikindustrie. Was bei Spotify abgeht, warum dein Geld nicht an deine LieblingskünstlerInnen geht und was wir jetzt gegen das Sterben vom Underground tun können, das erfahrt ihr jetzt. Moin! Ich liebe Music Streaming und ihr alle wahrscheinlich auch. Aber ich will heute nicht darüber reden, wie super praktisch Streaming-Plattformen für uns KonsumentInnen sind, sondern wir werfen einen Blick auf die andere Seite. Sind die Streaming-Plattformen für die Leute, die die Musik machen, eigentlich genauso cool? Streaming-Plattformen rühmen sich ja gerne damit, dass sie die Musikindustrie gerettet hätten. You love making music, but getting paid to do the work you love is even better. Und ja, die Plattformen haben es geschafft, dass die große Zeit der Musikpiraterie heute vorbei sind. Wer zieht sich bitte noch illegalen Album auf einem Torrent runter? Tatsächlich ist die Musikindustrie nach dem Riesencrash Anfang des Jahrtausends heute wieder im Aufwind. Streaming sorgt für Umsätze. Aber die entscheidende Frage ist doch, wo landet das ganze Geld? Und kommt das auch wirklich bei den MusikerInnen an? Und wenn ja, bei welchen eigentlich? Und wenn ich schon so blöd frage, dann ahnt ihr schon, erstens, die Streaming-Plattformen nehmen zwar Milliarden ein, es kommt aber kaum etwas bei denjenigen an, die die Musik machen. Und zweitens sind die Bezahlsysteme der Plattform oft auch noch sehr, sehr ungerecht. So wie sie aktuell aufgestellt sind, sorgen Streamingdienste dafür, dass die ohnehin großen Fische noch mehr einsacken und dass Newcomer und kleine Bands es immer schwerer und schwerer haben, mit ihrer Musik wirklich Geld zu verdienen. Streamingdienste wie Spotify zahlen ihre MusikerInnen nicht direkt. Das Geld geht erstmal an Plattenfirmen, Vertriebe, Musikverlage oder Verwertungsgesellschaften wie zum Beispiel die GEMA. Die leiten das Geld dann weiter an KünstlerInnen und natürlich auch an die Songwriter. Aber natürlich will jeder in dieser Reihe auch einen eigenen Anteil haben, sodass am Ende nur noch ein relativ kleiner Teil bei den Kreativen wirklich ankommt. Pro Stream ist es durchschnittlich weniger als 1 Cent. Die meisten Streamingdienste zahlen nicht per Stream, sondern nach einem Verteilungsschlüssel, bei dem nach Marktanteilen abgerechnet wird. To do that, we tally up the total of number of streams on Spotify in any given month, in any given country, and figure out what proportion of those streams were people listening to your music. Okay, jetzt sagen wir mal, ich habe ein Spotify-Abo und zahle dafür jeden Monat 10 Euro. Aktuell ist The Weeknd der meistgestreamte Künstler auf Spotify. Ich höre aber gar nicht The Weeknd, sondern halt Feine Sahne Fischfilet. Weil ich aber nicht ganz so viel Zeit habe und im Parlament Kopfhörer höchstens dafür nutze, um den DolmetscherInnen zuzuhören, komme ich auf einen Monat verteilt auf, sagen wir mal, 10 Streams. Gleichzeitig sitzt irgendwo auf der Welt ein Teenager und hört The Weeknd in Dauerschleife, rauf und runter, jeden Tag, 990 Streams im Monat. Der oder diejenige zahlt natürlich auch 10 Euro und bekommt aber viel mehr Streams dafür. Ist ja okay. Jetzt ist es aber so, dass meine 10 Euro mit den 10 Euro von dem Weeknd-Fan in einen Topf geworfen werden. Dann guckt sich Spotify die Streams an und sieht, The Weeknd hat 990 Streams, also 99% Marktanteil, Feine Sahne Fischfilet, 10 Streams, also 1% Marktanteil. Und dann werden die insgesamt 20 Euro Einnahmen aufgeteilt, entsprechend des Marktanteils. Und deswegen bekommt The Weeknd jetzt, wegen 99% Marktanteil, 99% vom Geld, also 19,80 Euro. Und Feine Sahne Fischfilet kriegt 1% vom Geld, also 20 Cent. Dabei habe ich aber 10 Euro bezahlt, um ausschließlich Feine Sahne Fischfilet zu hören. Wieso kriegt dann The Weeknd 9,80 Euro von meinen 10 Euro? Findet ihr das gerecht? Ich nicht. Wenn ich mir eine CD von Feine Sahne Fischfilet kaufe, dann fragt ja auch keiner, ob ich die Songs darauf einmal oder 1000-mal gehört habe, sondern das gesamte Geld geht einfach an FSF und nicht auch noch ein Teil an The Weeknd. Klar, die Realität ist komplexer als mein kleines Beispiel hier, aber man muss schon sagen, wenn die Streaming-Plattformen weiter so machen, dann gibt es halt irgendwann nur noch The Weeknds und keine Feine Sahne Fischfilets mehr. Was also kann man tun? Björn hat eine Lösung. Björn ist einer von den 4 Abbas. Und ABBA, das ist die Lieblingsband von deiner Oma. Seit vergangenem Jahr ist Björn aber auch noch Präsident von GSEC. Das ist der Weltverband von Songwritern und Komponistinnen.
Und er setzt sich stark für ein ganz anderes Modell ein, das für viel mehr Fairness sorgen könnte. Das sogenannte User-Centric Payment System, UCPS, also nutzerzentrierte Abrechnung. UCPS bedeutet im Kern, mein Geld, das ich monatlich an Spotify zahle, geht genau an diejenigen Künstler, die ich auch tatsächlich gehört habe. Also im Beispiel von vorhin bekäme dann Feine Sahne, also tatsächlich auch 10 Euro statt nur 20 Cent und The Weeknd ebenfalls 10 Euro statt 19,80 Euro. Das ist doch deutlich fairer, oder? Die Streaming-Plattform Deezer, die würde dieses Modell auch richtig gerne umsetzen, aber es klappt leider noch nicht. Denn, oh Wunder, so ganz weite Teile der Musikindustrie, besonders die großen Major-Label, finden das aktuelle System viel besser, weil sie natürlich mit ihren Mainstream-Künstlern sehr, sehr viel mehr Geld verdienen. Wenn wir die Vielfalt unserer Musiklandschaft erhalten wollen, dann wird das nur gehen, wenn wir die Streaming-Plattformen zu gerechteren Verteilungsschlüsseln kriegen. Bis dahin bleiben Konzerte aber die allerwichtigsten Einnahmequellen für viele MusikerInnen. Und jetzt, wo endlich das Ende des Lockdowns in Sicht ist, können wir uns alle wieder auf Live-Events freuen. Für uns ist es geil, für die Künstlerinnen und Künstler überlebenswichtig. Also geht viel raus, unterstützt eure Lieblingskünstlerinnen und bitte auch am Merch-Stand. Denn Schallplatten, CDs, T-Shirts und richtig schicke Beutel sind für viele viel, viel wichtiger als 100.000 Streams auf Spotify. Denn von eurem Streaming-Abo kommt leider einfach fast nichts bei denen an.